Wie stellst du es dir bei den Mennoniten vor? So oder so? So oder so? Viele glauben ja, die Mennoniten im Chaco seien rückständige Siedler, aber das Gegenteil ist wahr. Sie sind Pioniere, die treibende Kraft hinter Paraguays Erfolg in der Rinderzucht, der Milchindustrie und im Sojaanbau. Wie wird man von einfachen Siedlern zu erfolgreichen Landwirten? Wir haben ja vom Staat gar keine Subvention oder Unterstützung bekommen und wir mussten uns das hier selber aufbauen. Ich habe es mir zuerst in der Theorie erzählen lassen. Mehr als 70% der gesamten verarbeiteten Milch in Paraguay kommt aus mennonitischen Unternehmen. Aber ich konnte es mir dann auch in Person ansehen. Die Mennoniten waren immer auf sich allein gestellt. Aber vielleicht verhalf ihnen genau das zu ihrem wirtschaftlichen Erfolg. Die Not der Leute, die Arbeit gesucht haben. Arbeitsmöglichkeit, Wohlstand, das ist von den Mennoniten aufgebaut worden. Das ist heute so, aber als sie vor 100 Jahren hier ankamen, war der Chaco ein Albtraum. Trocken, heiß und voller Dornen. 5% des Landes war sandiger Boden, der für Ackerbau geeignet wäre. Dennoch, dank ihnen, ist der Chaco heute das landwirtschaftliche Herz des Landes. Aber warte mal, wer oder was ihnen dabei heute trotzdem hilft, erfahren wir gleich. Man muss ja gestehen, die Mennoniten waren schon immer Meister der Landwirtschaft. Seit sie 1535 aus Holland fliehen mussten, machten sie das Unmögliche möglich. In Preußen, Russland oder Kanada. Immer dort, wo es andere nicht schafften, waren sie erfindungsreich und anpassungsfähig und machten unbewohnbare Gebiete zu fruchtbaren Gegenden. Aber wie sieht ihre Landwirtschaft heute aus? Wenn du meine letzten Folgen der Mennonitenreihe noch nicht kennst, musst du wissen, dass die Mennoniten immer in sehr schwierigen Gegenden siedeln mussten. Die Mennoniten suchten nie das fruchtbare Land, sondern die Freiheit. Sie nahmen Sümpfe, Steppen und Dürre in Kauf, nur damit sie ungestört ihre religiöse Freiheit leben konnten, und verwandelten sie mit harter Arbeit in blühende Landschaften. Willkommen zum 4. Teil meiner Mennonitenreihe. Heute geht es um Landwirtschaft, auch im Vergleich zu unseren Bauernhöfen zu Hause. Und wir stellen gemeinsam eine Rechnung auf, um zu sehen, ob man eigentlich von der Landwirtschaft auch leben kann. Beim nächsten Mal wird es dann wieder etwas persönlicher. Da schauen wir uns das Leben in den Kolonien an. Wie ist das Leben dort und kann man als Ausländer eigentlich so einfach dort ein Haus oder Land kaufen? Oder soll es um die Indigenen gehen, die hier im Chaco eine genauso wichtige Rolle spielen, als Arbeiter, Cowboys und Nachbarn der Mennoniten? Stimme du schon jetzt in den Kommentaren ab, was du beim nächsten Mal sehen möchtest, ob Leben in den Kolonien oder das Leben der Indigenen. Wir sehen uns später im Video wieder. Bis dahin, viel Vergnügen! Als die Mennoniten im Chaco ankamen, gab es keinen Staat, der sie unterstützte. Keine Hilfe, kein Geld, kein Plan. Also bauten sie alles selbst. Kirchen, Schulen, Krankenhäuser, Straßen und das Rückgrat ihrer Gemeinschaft, die Kooperativen. Aber dazu gleich mehr. Wie sieht die Landwirtschaft der Mennoniten heute in der Praxis aus? Bei der jährlichen Expo Pioneros konnte ich mir selbst ein Bild machen und war sehr beeindruckt. Was einst mit Ochsenkarren und Handmelken begann, ist heute digitale Hightech-Landwirtschaft. Wir sind hier heute auf der Expo Pioneros und es gibt einen bunten Mix an Leuten, Mennoniten, Paraguayer und auch von auswärts. Alle Leute, die interessiert sind an landwirtschaftlichen Maschinen, Viehzucht und auch Technologie, so wie riesige Drohnen haben wir hier schon gesehen. Schauen wir mal, was wir noch finden. GPS-gesteuerte Traktoren, automatisierte Melkanlagen, Drohnen, Satelliten, Datenanalyse. Die Kolonien Fernheim, Menno und Neuland gehören zu den modernsten Agrarregionen Lateinamerikas. Beispiele sind die Hortiza-Kooperative in Loma Plata, ist die größte Milchpulverfabrik Paraguays, vollautomatisiert mit Roboter-Melkständen. Sie exportieren Milchpulver in die Nachbarländer und sogar in die EU. In der Neuland-Kolonie gibt es GPS-Traktoren mit Section Control oder Bereichssteuerung. Das spart 15–20% des Saatguts oder Dünger. Sie haben Drohnen, die Felder überwachen, Schädlinge bekämpfen und Erträge berechnen. In Fernheim gibt es ein eigenes Forschungszentrum für trockentolerante Sojasorten. Für die Hitze und Dürre im Chaco ganz wichtig. Oder auch satellitengestützte Ernteüberwachung, wo die Landwirte gezielt Düngemittel, Wasser und Pflege verabreichen können. Diese ganze Arbeit bringt einen hohen Wohlstand, weil Paraguay ist ja eigentlich ein Entwicklungsland.
Und deshalb hat mich die folgende Aussage schon überrascht. Diese Unterschiede. Wir haben die Deutsch-Mennoniten, die ein pro Person Einkommen haben, das 30, 35, 40.000 Dollar im Jahr pro Person, pro Einwohner. Und dann 50.000 Indigene, die einen Bruchteil davon als Pro-Kopf-Einnahmen haben. Die Mennoniten haben immer viel selbst auf die Beine gestellt. Aber man darf nicht vergessen, dass sie heute auch auf die Hilfe von anderen angewiesen sind. Einerseits sind das die Indigenen. Die Einwanderer Mennoniten sich dafür eingesetzt, dass für diese Leute tausende Hektar Land gekauft wurde, damit für diese Leute eine Existenzmöglichkeit geschaffen werden könnte. Für manche auf landwirtschaftlichem Gebiet. Viele von ihnen wohnen heute auch in Siedlungen. Sie arbeiten in der Landwirtschaft, in der Viehzuchtproduktion. Das Gesundheitswesen, zum Beispiel, wir haben das eigene Krankenhaus mit Ärzten, sind aber darauf angewiesen, dass wir lateinparaguayische Ärzte haben. Und da sind wir vielleicht wieder bei diesem Thema Beruf. Wer arbeitet hier? Ja. Wir haben eher wenig Leute aus dem deutschsprachigen Bereich, die diesen Beruf erlernen, sei es als Mediziner oder als Pfleger. Aha. Und wir sind darauf angewiesen, dass andere Leute hier bei uns arbeiten. Aber das Ganze muss ja eben auch irgendwie kostengünstig möglich gemacht werden. Und deshalb ist das von der Kolonie her so vorgesehen, dass jeder, der hier wohnt und Mitglied ist, dass er einen Beitrag leistet. Was heißt das jetzt? Also die Mennoniten sind heute auf die Hilfe von Genossenschaften angewiesen, die sogenannten Kooperativen, eine Hilfe von Mennoniten für Mennoniten. Diese sind ja im Rest der Welt nicht überall bekannt. Und dann etwas später auch eine Kooperative für die Unterstützung der Siedler im Wirtschaftlichen. Genau. Diese enge Zusammenarbeit von den verschiedenen Lebensbereichen. Also in all diesen Gemeinden hat man dann nicht nur gesiedelt, um zu leben, sondern auch, um irgendwas aufzubauen. Deshalb sind die Kooperativen im Chaco das Herz dieses Erfolges. Wo andere auf staatliche Hilfe warten, organisieren sich die Mennoniten selbst. In einer Region, in der Ressourcen knapp sind, teilen sie Wissen, Maschinen, Kredite und Verantwortung. Dasselbe Prinzip gilt für Krankenhäuser, Schulen und Infrastruktur. Die Kooperativen sind wie eine Sozialversicherung, in die du einzahlst und von der du auch was rausbekommst. Aber wie viel zahlt man da ein? Und wie funktioniert das mit den Kooperativen, wenn du dir ein Haus oder ein Grundstück in den Kolonien kaufen möchtest? Was du jetzt schon über das Leben in den Kolonien wissen solltest, ist das hier. Ja, uns ist auf jeden Fall aufgefallen, dass es hier teurer ist. Ja, das Leben ist hier teurer. Nun, das ist auch darauf zurückzuführen, wie ich das schon gesagt habe, wir zahlen wirklich hohe Beiträge an die Kolonie, damit die Straßen funktionieren, dass wir unsere Versicherungen haben, dass unsere Leute im Altersheim wo unterkommen, und zwar gut unterkommen. Das, denke ich, trägt alles mit dazu bei. Wenn du willst, gibt es im nächsten Video mehr dazu. Eines steht aber schon mal fest. Die Mennoniten sind traditionell und innovativ zugleich. Sie haben den einst unfruchtbaren Chaco in eine Exportoase verwandelt. Für Fleisch, Milch, Soja, Sesam und Erdnüsse. Eine Gemeinschaft, die zeigt, Fortschritt braucht keine Großstadt, nur starken Zusammenhalt. Wenn das Leben bei den Mennoniten so teuer ist, kann man dann eigentlich von der Landwirtschaft leben? Also auch wenn die Mennoniten landwirtschaftlich begabt sind, sind nicht alle hauptberuflich Bauern. Viele haben neben ihrer Arbeit einfach noch eine Estancia, also eine Rinderfarm. Und im Gegensatz zu Europa ist das hier keine Vollzeitbeschäftigung. Denn anders als auf typischen Rinderhöfen in Österreich leben die Tiere in Paraguay das ganze Jahr im Freien. Kein Stall, kein Kraftfutter, kein Wintereinbruch. Ich habe das jetzt einigen unserer Bauern in Österreich erzählt und sie waren richtig beeindruckt, wie entspannt Rinderhaltung in Paraguay funktionieren kann. Wie in vielen Teilen Südamerikas gibt es auf jeder Estancia jemanden, der auf das Land aufpasst, wenn der Besitzer nicht da ist. Diese Person darf dann kostenlos, auch mit der ganzen Familie, dort auf dem Grundstück leben. Dafür kümmern sie sich um Zäune, Tiere und Wasserstellen.
Hier handelt es sich oft um Indigene, die Arbeit suchen. Zusätzlich gibt es oft einen Verwalter, der alles organisiert. Die Farmen im Chaco sind riesig, 1000 Hektar sind keine Seltenheit. Davon dürfen etwa 60% als Weide genutzt werden. Der Rest wird als Gestrüpp stehen gelassen. Pro Kuh rechnet man etwa 1 Hektar Weidefläche. Wirtschaftlich kann die Rechnung so aussehen. Eine Kuh bleibt rund 2 Jahre auf der Weide, bevor sie verkauft wird, etwa 600 € pro Tier. Die großen Zuchtbullen auf der Ausstellung waren ca. um 2500 € zu haben. Man rechnet übrigens einen Bullen für 25 Kühe. Wer also 200 Kühe hat, verkauft sie nach 2 Jahren für rund 120.000 €. Natürlich gibt es Kosten, Verwalter, Tierarzt, Instandhaltung, aber im Vergleich zu europäischen Bauernhöfen braucht diese Art von Rinderhaltung viel weniger tägliche Arbeit. Kein tägliches Melken, kein Stall ausmisten, kein Futter holen bei Minusgraden. Ja, für die Veganer ist das jetzt nichts, aber das ist in Paraguay ehrlich gesagt auch kaum Thema. Hier ist die Viehzucht Teil der Kultur und für die Mennoniten eine stabile, bodenständige Lebensgrundlage. Die Mennoniten leben heute mitten im Chaco, in einem Land, das sie fruchtbar gemacht haben. Doch sie leben nicht allein. Viele ihrer Helfer, wie zum Beispiel Cowboys und Arbeiter, sind Indigene. Sie treiben das Vieh, reparieren Zäune, kümmern sich um die Tiere und leben oft mit ihren Familien auf den Estancias. Ohne sie würde hier vieles nicht funktionieren. Die Geschichte ist sehr komplex. Wie funktioniert dieses Zusammenleben? Wer profitiert und wer bleibt außen vor? Die Beziehung ist eine Beziehung, die sich dauernd entwickelt. Das begann schon in den 1930er Jahren, als die ersten Kontakte, die persönlichen Kontakte zwischen den Einwanderer-Mennoniten und den Indigenen kamen. Da war die Frage, werden die zu essen haben, welchen Glauben haben sie, werden ihre Kinder zur Schule gehen können, werden sie gesundheitliche Verpflegung haben, weil die hatten all das nicht. Das waren Nomadenvölker, das waren Leute, die herumwanderten, Jäger und Sammler, die nirgends eine feste Stelle hatten, sondern die herumwanderten. Und jetzt auf einmal diese Herausforderung, wenn sie in der Nähe der Mennoniten wohnen wollen, der Einwanderer-Mennoniten wohnen wollen, dann wird ihre Lebensart grundsätzlich in Frage gestellt. Weil es ist nicht mehr Sammler und Jäger, weil die Ländereien sind mittlerweile verteilt und sie haben Eigentümer und es sind Zäune da und es sind neue Eigentumsregelungen da. Kein einfaches Thema, aber eines, das zeigt, dass Erfolg auch immer Verantwortung mit sich bringt. Gleichzeitig das Leben in den Kolonien ist wieder wie eine eigene Welt. Ruhige Straßen, geordnete Häuser, Gemeinschaft, Glauben und klare Regeln. Wie lebt es sich hier? Kann man als Ausländer da überhaupt so einfach hinziehen? Und welche Rolle spielen die Kooperativen dabei? Und jetzt bist du dran. Soll es beim nächsten Mal um das Leben in den Kolonien gehen oder um das Leben der Indigenen im Chaco? Schreib's mir schon jetzt in die Kommentare. Übrigens, wenn du die ungeschnittenen Interviews mit meinen Gesprächspartnern sehen möchtest, sowie Einblicke in meine Arbeit oder mein Leben in Südamerika, schau in die Mitgliedervideos. Den Link gibt's in der Beschreibung. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.